Deutschunterricht gewinnt beim FC Bayern München mehr und mehr an Bedeutung. Für die ausländischen Profis ein Pflichtfach. Unterricht an der Sebener Straße. Wie läuft er ab? Wie finden ihn die Fußballprofis? Inside Deutschunterricht. Pauken mit den Profis. Das ist sich beeilen. Was? Beeil dich. Komm on. Ein ganz gewöhnlicher Trainingstag an der Sebener Straße. Der Spanier Javi Martinez fachsimpelt mit Co-Trainer Peter Herrmann. Der Kolumbianer James Rodriguez tauscht sich mit dem Deutschen Jerome Boateng aus. Cheftrainer Jupp Heynckes erklärt die nächsten Übungen. Natürlich auf Deutsch. Der FC Bayern ist international erfolgreich. Ein globaler Verein, dessen ausländische Profis ihren Teil zum Erfolg dazu steuern. Und da ist Tolisso! Wunderbar! Wieder in den Kopf! Vidal kommt dran mit dem Kopf und da ist der Abstauber, der ist drin! Javi Martinez! Rums 1-0 Bayern! Good ball to Lewandowski. Kingsley Coman, this is going to be it. Coman for the goal. Kingsley Coman! There it is! Kingsley Coman scores! Spieler aus der ganzen Welt kommen nach München, um für die Bayern Fußball zu spielen. Jupp Heynckes hat auch schon im Ausland erfolgreich als Trainer gearbeitet, die Champions League mit Real Madrid gewonnen. Er weiß, dass die gemeinsame Sprache eine Grundlage für den Erfolg eines Teams ist. Ich weiß aus der Erfahrung, wenn man die Landessprache einigermaßen beherrscht, dann ist vieles viel leichter, weil Kommunikation ist als Spieler auch wichtig, als Trainer sowieso, aber auch als Spieler und man ist einfach schneller integriert. Deswegen ist Deutsch auch Amtssprache beim deutschen Rekordmeister. Nicht nur auf dem Feld, auch abseits. So gewöhnen sich die Spieler viel schneller an die deutsche Sprache. Teammanagerin Kathleen Krüger kümmert sich seit 2009 um die Profiabteilung. Organisiert alles, was mit dem Team zu tun hat. Und die 32-Jährige redet natürlich Deutsch mit ihren Profis. Und nicht nur das. All unsere Informationen gehen, würde ich sagen, zu 90–95% auf Deutsch raus. Also wir zwingen in Anführungsstrichen die Spieler schon auch einfach die Sprache zu lernen. Wir bewusst geben wir keine Informationen schriftlich, Reisepläne, Trainingspläne, Trainingsinhalte auf Englisch raus, weil einfach uns, also die vorderste Regel, die erste Regel ist, Deutsch sprechen bei uns. Die Spieler erkennen schon, dass es einfach notwendig ist, auch Deutsch zu lernen. Es ist nur von Vorteil für die Integration in der Mannschaft oder auch für die Kommunikation auf dem Platz. Das Verständnis der Spieler ist in jedem Fall da. Doch die deutsche Sprache ist alles andere als einfach zu lernen. Um ihren Profis zu helfen, arbeiten die Münchner nur noch mit einem Lehrer zusammen, der an die Sebener Straße kommt. Das war vor 4 Jahren noch anders. Damals haben wir mit einer Sprachschule hier in München zusammengearbeitet, aber wir haben einfach eine höhere Flexibilität benötigt. Einfach aufgrund des Zeitplans, den wir hier haben, war es einfach unabdingbar, dass wir einfach ständig einen Lehrer verfügbar haben. Die Spieler haben einen vollen Terminkalender, englische Wochen, Training, Physiothermine, Pressekonferenzen und dazu noch zahlreiche Marketingtermine. Das alles gehört zum Arbeitsalltag eines Profis. Und dann muss noch Zeit für den wichtigen Deutschunterricht gefunden werden. Da sind natürlich kurze Wege das A und O für die Schüler. Es ist gut hier, also Max zu haben. Weil nach Training, wir können gerade nach Training kommen und Deutschunterricht machen. Ist einfacher für uns. Und er macht Lust immer. Das ist wichtig. Manchmal er ist sauer und spricht laut und wir haben Angst, aber ist okay. Max ist der Deutschlehrer von Javi und Co., aber alles andere als ein typischer Lehrer.
Der gebürtige Stuttgarter ist 38 Jahre alt, hat unter anderem Literatur und interkulturelle Germanistik studiert. Mit seiner Frau ist er dann nach München gekommen und so als Quereinsteiger bei einer Sprachschule in München gelandet. Irgendwann habe ich entschieden, ich will gar nicht an eine normale Schule, sondern ich schlage lieber den Weg ein, weil es mir einfach Spaß macht, mit Leuten anderer Kulturkreise zu arbeiten und Fremdsprachen zu sprechen, anderen Leuten auch die deutsche Kultur ein bisschen näher bringen, die deutsche Sprache. Das ist so meins. Mit dieser Einstellung hat er für die Sprachschule die Bayern-Profis betreut. Und das hat er nicht nur sehr gut gemacht, sondern auch etwas anders. Mir? Zum Beispiel eine Uhr. Ja. Okay. Und das hier ist unser Objekt. Also unser Akkusativ. Und darum wird hier mich. Würdest du? Aber ich kann auch mich kaufen. Ich kaufe mich? Ja, zum Beispiel in FIFA. Ich kaufe mich. Ja, das geht auch. Die sind teuer, aber. Du kannst dich bei FIFA auch. Kaufe die kaufen. Es passte zwischen Max, den Spielern und Trainern. Der Lehrer bekam ein Angebot des deutschen Meisters und da sagt man natürlich nicht nein. Seitdem betreut er unter anderem auch die Bayern-Profis. Bei Max hat mir von Anfang an gefallen, dass er unheimlich professionell mit der Aufgabe in dem doch schon besonderen Umfeld umgegangen ist. Er war schon immer unheimlich unaufgeregt, mit diesen ganzen Stars irgendwo zusammenzuarbeiten. Das hat mir imponiert. Ich glaube, dass es auch nicht immer so einfach ist, tatsächlich jemanden zu finden, der einfach gut und professionell eben damit umgehen kann. Und das war, sage ich mal, so der ausschlaggebende Punkt. Bei den Spielern hatte ich auch eigentlich sofort das Gefühl, dass sie ein hohes Vertrauen hatten zu Max. Vertrauen, die wichtigste Grundlage. Besonders wenn man mit Fußballstars, die jeden Tag im Mittelpunkt stehen, zusammenarbeitet. Profis, die nach Deutschland gekommen sind, um Fußball zu spielen, um Meisterschaften und Pokale zu gewinnen, um erfolgreich zu sein. Deswegen gestaltet Max von Beginn an den Unterricht anders als in der Sprachschule oder an der Uni. Das heißt, am Anfang versuche ich erstmal ein bisschen persönlich mit ihm warm zu werden, vorzustellen, ein bisschen zu fragen. Einfach auf eine ganz lockere Art und Weise, nicht gleich voll jetzt Grammatik, erste Stunde und so. In der jeweiligen Muttersprache, wenn es geht, wenn ich die beherrsche. Und ansonsten auf Englisch, wenn er Englisch spricht. Und dann so ganz peu à peu anfangen, dann in die Materie einzusteigen. Und da fängt es dann an, ganz normal, also klassisch, ich bin, du bist, er ist. Wie stelle ich mich vor, wie sage ich, mir geht's gut, wie frage ich, wie geht's dir. Dann Zahlen, Alphabet, Betonung der deutschen Worte, Aussprache. Und wenn so die ersten Hürden dann mal überwunden sind, dann geht's los mit Fußball, Wortschatz, die Umkleidekabine, der Trainingsplatz. Das Trainingsgelände. Neu verpflichtete Profis, die zum ersten Mal in Deutschland sind, bekommen direkt eine besondere Hilfestellung. Ja, für so ganz spezifischen Fußballwortschatz habe ich Listen erstellt auf Spanisch, Französisch, Portugiesisch, die Jungs kriegen an ihrem ersten Tag oder am zweiten Tag. Und ich sage einfach mit Bitte des Trainers und des ganzen Teams, sie sollen das pauken tatsächlich, damit sie einfach in der Trainingsbesprechung oder auf dem Trainingsplatz schnellstmöglich die Anweisungen verstehen oder die Spielanalysen verstehen oder zumindest folgen können. Es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man mit der Mannschaft kommuniziert, das heißt Gegnervorbereitung zum Beispiel absolviert und dass die Spieler natürlich auch verstehen, was man der Mannschaft sagt. Das ist doch ganz klar. Und vor allen Dingen auch so die kleinen Details und die wichtigen Dinge, ne, dass sie die verstehen. Die versteht Javi Martinez auch ohne Liste. Er ist seit 2012 in München, hat schon über 100 Spiele für die Bayern gemacht. Ja, super. Also klar, er ist am längsten hier von allen, aber
Ist auch nicht alles so geordnet, was er sagt, aber er spricht flüssig, das ist das Wichtigste, er traut sich, hat auch keine Hemmungen und macht die Sache super. Doch aller Anfang ist schwer, als Javi im August 2012 nach München kommt. Sein erster Kontakt mit der deutschen Sprache. Es ist komplett anderes, neue Worte, neue Grammatik, alles ist neu. So, du musst tausend und tausend, okay, vielleicht nicht tausend, aber viele Worte erinnern. So, das ist, weil es schon schwer ist. Schnell lernt er die ersten wichtigen Wörter, die man als Spieler auf dem Fußballplatz dringend wissen muss, auch wenn es am Anfang noch ein paar Irritationen gibt. Leo war der erste. Ich dachte, dass ein Name war. Leo ist auch ein Name. Ja. Nach 5 oder 6 Tagen immer Leo und dann habe ich gelernt. Ich habe gefragt, was ist Leo? Leo ist lass mal. Und dann habe ich gelernt. Seitdem hat er sich ein umfangreiches Fußballvokabular zugelegt. Lieblingswort natürlich? Tor. Nein, ich weiß nicht, alles ist wichtig. Leo, für meine Position jetzt im Mittelfeld, Leo ist wichtig, oder Side oder Hintermann sind wichtig, weil du kannst anderes entscheiden oder lass den mal, alles ist wichtig. Der Spanier spricht inzwischen fließend Deutsch. Er kann sich nicht nur auf dem Fußballplatz unterhalten, er träumt sogar Deutsch. Meine Frau hat, ich spreche auf Deutsch, wenn ich schlafe. So. Besser als jetzt. Ich spreche besser, wenn ich geschlafen bin. So, ja. Das heißt, deine Frau erschreckt sich dann, wenn du auf Deutsch auf einmal nachts sprichst? Ja, sie hat Angst, weil deutsche Sprache ist sehr aggressiv. Sie hat Angst ein bisschen. Javi ist voll angekommen beim FC Bayern München und auch in Deutschland. Der 29-Jährige spricht ohne Hemmungen und lernt wöchentlich dazu. 2 bis 3 Stunden Unterricht pro Spieler versucht Max in der Woche hinzubekommen. Eine schwere Aufgabe. Außerdem muss der Deutschlehrer sich immer wieder neue Wege einfallen lassen, das Interesse der Profis zu wecken. Sie sind halt schon gewohnt, dass ihr Umfeld liefert für sie auch. Und wenn ich mich jetzt da hinstellen würde und würde da Unterricht machen wie an der Uni oder mit Professoren, dann würden die mir nach 2 Wochen den Vogel zeigen. Manchmal kommen auch 2 Profis zusammen in den kleinen Gemeinschaftsraum, in dem der Unterricht stattfindet. Kein Problem, auch wenn Juan erst viel später als Javi mit dem Deutschunterricht angefangen hat. So, schaut mal. Bevor wir anfangen, wie ist denn die Frage für wenn? Ich antworte mit wenn. Wann? Wann? Warum? Wann bist du müde? Immer. Immer. Wie antworte ich? Kannst du mal antworten? Wann bist du müde? Ich bin müde, wenn ich trainiere. Mach mal im Perfekt, weil das ist ja schon vorbei, wenn ich trainiert. Wenn ich trainiert habe. Ja, sehr gut. Die Person. So, wer beginnt? Würfel mal. Okay. Was hast du? 1. 1. Was hast du? 4. Dann würfel mal. 4. 4. Sich ärgern. Enfadarse. Juan macht die Frage, du machst die Antwort. Frag Baby. Ich mach. Du machst die Frage. Für Frage gibt es 2 Felder. Wann? Wann? No, wann dich du? Wann ärgerst Aber ärgerst du dich? du dich? Sehr gut. Antwort? Wann ärgerst du dich? Ich ärgere mich, wenn ich Juans Gesicht in frühen Morgen sehe. Gesicht? Hallo? Okay. Ich ärgere mich, wenn ich Juans Gesicht
Morgens. Warte mal, das waren 4, oder? Sehr lustig. Die Frage war korrekt. Okay, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Sich beeilen. Das ist sich beeilen. Hä? Sag. Hä? Beeil dich. Komm on. No, deje preguntar. Ah, okay. Weißt du, was beeilen ist? Aber warum beeilst du dich? Warum beeilst du? Was ist beeilen? Wann? Fehler. Ja, warte. No, ist ein Fehler. Ja, ist ein Fehler, aber erklär ihm, was heißt beeilen? Das ist prisa. Nicht auf Spanisch, auf Deutsch. Komm. Wenn du etwas schnell machst. Oder machen musst und wenig Zeit. Also die Frage war... Das ist interessant für mich, oder? Warum beeilst du dich? Ich beeile mich, Ja, weil, ich beeile mich, weil... no, ich will sagen, ich beeile mich niemand, weil ich immer ruhig bleibe. Weil ich immer ruhig bleibe. Ich beeile mich nie. Nie, okay, nie. Weil ich immer ruhig bleibe. Ruhig bleibe. Ruhig. Mein Fehler, oder? ¿Cómo que no? No. ¿Tú sabías que era beeilen? No sabía, pero eso es un fallo. Ah, no. ¿Y la hoja que te dio para aprender? Hier, ist hier? No, hat eine Liste zu lernen und hat nicht gelernt. Das ist ein Fehler. No. Das kennst du schon. Achtung, mit wo und mit da. Du fragst. No, du fragst. No, du. Du fragst. Okay. Wann gibt die Antwort? Was ist 15? Was? Wo fühltest du... Konzentration. Wie heißt die Präposition? Wovor Ja. fühltest du dich? Ich fühlte mich davor. Wow. Warte. Ich fühlte mich davor. Komm on. Aber Was hast du am dran? wichtigsten, was ist 15? Hat einer von euch beiden diese Liste gelernt? Hast du die Liste gelernt? Nein. Hast du die Liste gelernt? Ja, wir hatten Wochenende frei. Wir beide waren frei. Wovor fühltest du dich? Ich fühlte mich davor. Ja. Ein bisschen davor. Ein bisschen davor. Ja. Schau mal, was machen wir hier? Ich fürchte mich davor. Das. Fürchtest du dich davor, dich noch einmal zu verletzen? Ich fühlte mich davor, dass ich nochmal verletzt habe. Nicht verletzt habe, verletzt? Bin. Habe. Okay. Ich habe eine Chance. Eine Chance. Du musst mindestens 5. Mindestens 5. Habe Ruhe hier. Leider nicht. Wie heißt dieses Spiel? Reflex Max. Reflexiger. In den nächsten Folgen von Deutschstunde beim FC Bayern München seht ihr, Warum war es eigentlich egal, ob der Club ein Spiel gewann oder verlor? Trotzdem war ich vor jedem Spiel aufgehalten. Ein Dorf, etwa 3 Meilen östlich. Es gibt Berichte, dass in ein Essenslager eingebrochen wurde. Wow. Zeug geklaut. Warte. Die Leute... Was denkst du, was ist er? Was ist sein Beruf? Das ist Army. Ne? Deutsch. Ist korrekt, auf Okay. Deutsch. Nein! Oh. Nein, das ist unglaublich. Ich habe ihn schon drin gesehen. Was ist das? Warte. Was sollen wir denn machen? Wir können einen Kaffee trinken. Einen Kaffee oder ein Bier. Oh, Kaffee. Um 8 Uhr. So, schau mal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Die ersten Worte, die ersten 2 Worte, die ich hier in München gelernt hast? Gelernt und gehört. Sehr schön.